Und es piept los und so soll das sein. Jawohl, gerade erst ausgeworfen, gerade eben auch erst Futtermischer reingeschmissen und sofort ballert es los. Ja, ich bin hier an einem Spot, der schon seit ein paar Tagen ganz gut läuft. Und ja, er läuft tatsächlich immer noch. Jetzt allerdings gerade der erste Fisch auf Grund. Und zwar auf Grund Pop-Up Rig. Und das ist natürlich ein ganz gutes Zeichen. Oh, da ist aber auch noch was dran. Und er hängt auch schon. Machen wir schnell zu und ziehen erstmal den raus, bevor wir dann gleich die Matchroute uns auch noch angucken. Das ist auch ein gutes Zeichen. Und ja, wie gerade schon gesagt, ich habe gerade erst Futtermische reingeschmissen. 11 Kilo, sehr schön. So, schnell wieder raus, den zweiten hier ranziehen. Allerdings stehe ich hier schon fast eine Stunde und der Spot funktioniert auch hervorragend gänzlich ohne Futtermische. Also ich stand jetzt hier fast eine Stunde komplett ohne Futtermische, komplett auch nur auf Matchroute. Gucken wir mal eben rein. Das hier ist die Matchroute. Gucken wir uns gleich im Detail nochmal an. Erst nochmal wieder raus damit. So. Und jetzt gerade angefangen und gesagt, komm, wir probieren das Ganze jetzt doch nochmal vielleicht ein bisschen intensiver. Wenn wir hier eben auch Karpfen angeln wollen, dann machen wir das ja auch richtig. Karpfen angeln natürlich immer mit Futtermische. Futtermische und alles gucken wir uns auch im Detail an. So sieht im Moment der Kescher aus. Nach, ja, ziemlich genau einer Stunde tatsächlich jetzt. Und ja, bis hierhin von der Frequenz her gar nicht so verkehrt. Und jetzt, wie gesagt, gerade eben angefangen hier mit Futtermische. Und auch damit geht es los. Gucken wir uns die Sets einmal an. Erstes Setup auf Pose. Wenn du Bock hast, auf Pose hier reinzugehen. Die ganze Geschichte reizt mich eigentlich gerade eher in Richtung Schleie. Aber es gehen halt hauptsächlich hier Karpfen rein. Weil ich eben mit den Matchrouten auch relativ dick unterwegs bin. Auch von der Köderkombination. Von daher klappt das so auch ganz gut. Wir standen ja in der letzten Woche auch im Turnier hier und da waren, glaube ich, die meisten oder das auf Masse, ein Turnier auf Masse, 300, 400 Kilo. Oh, der Moin McMoin. Jawohl, hat sich schön reingeschummelt hier. Das ist natürlich ehrenhaft. Danke dir fürs Follow. Direkt ins Video geschmuggelt. So moog wieder. Alter, weißt du, wer sich auch ins Video geschmuggelt hat? Sehe ich auch gerade. Holzkern, ist das der Hammer? Holzkern sponsert uns gerade im Moment 15% Rabatt sozusagen für alle Artikel der Firma Holzkern und das mit dem Code Feierabend. Feierabend direkt einfach eintippen am Ende bei der Bezahlung und ja, dann gibt es einfach direkt 15% Rabatt und die haben gesagt, ja, pünktlich und rechtzeitig zum Valentinstag sind dann auch die Geschenke da. Und ich habe es hier noch stehen auf dem Tisch. Ich habe ja hier noch so Boxen von denen, ne? Mit geilen Uhren und so Sachen. Also in solchen kleinen Boxen kommt das dann an. Schleifchen drum und dann für die Liebste eine Kette, einen Ring, Armbänder, Uhren. Also es gibt richtig geile Sachen und so eine kleine Aufmerksamkeit, nachdem man hier mal Hunderte von Euros ausgegeben hat in RF4 für ein bisschen Gold und Premium, wäre vielleicht mal nicht so verkehrt für den Hausfrieden und so. Fiel mir gerade ein. So, zurück zum Thema. Also, wenn wir hier auf Grund jetzt reingehen, statt auf Match, dann einfach nur mit Pop-Up Mais. Gucken wir uns auch gleich an. Hier hat er gerade rumgezubbelt. So, das haben wir hier auch alles richtig. Ich glaube, soweit läuft es. Kescher hatten wir uns auch schon angeguckt, also bisher läuft es gut. Futtermische gucken wir uns auch an, beziehungsweise erstmal hier jetzt das Grundsetup. So sieht es gerade aus. Ganz, ganz, ganz simpel. Ich bin ja auch nur mit den Feederrouten unterwegs, mit den großen Feederrouten. Kann man jetzt vielleicht vergleichen mit der Fortuna Carp. Und dann hier ja auch nur die kleine 6000er Rolle. Kann man vielleicht vergleichen mit der HSV. Also jetzt eher ein bisschen dezenter unterwegs gerade. Dann das Ganze hier mit relativ großen, also 27er Vorfach. Das alles in braun. Denn wir haben auf 17 Meter Clip hier an der Stelle einen lehmigen Untergrund. Also hier Clay, lehmfarbenes Blei, Clay, das Leadcore, das Bleikern Vorfach. Und hier bei dem Vorfach, bei dem Karpfen-Vorfachsmaterial kann man ganz gut auch das Rote verwenden. Rot soll ja von den Karpfen schlecht gesehen werden.
Und das scheint tatsächlich ganz gut zu funktionieren, wenn man einfach eins haben will, was man so als Allrounder Vorfach quasi verwendet, dann ist man da gar nicht so verkehrt mit. Zack, da ist schon wieder was dran. Oh, noch gekriegt. Und da zubbelt schon wieder auf der 3 auch noch was. Ja, Matchroute macht einfach hier auch richtig Bock. Also, wenn du hier Prozente noch machen willst, auch durchaus eine Option hier. Einfach schön Karpfenhaarmontage auf Match und dann gib ihm. Prozente auf Grund, die Prozente auf Match. Läuft alles hier, wie gesagt, 17 Meter Entfernung und dann gib ihm. Tiefe bei der Pose 1,80 Meter Tiefe. 1,80 Meter tief und dann ab dafür. Und wie gerade schon gesagt, es klappt auch ohne Futtermische. Richtige Karpfenangler angeln natürlich mit Futtermische. Wenn du noch kein richtiger Karpfenangler bist, hier, ich verlinke nochmal das Video, da draufklicken, da reingucken, durchziehen, durchbinschen, 1 Stunde lang massive Information zum Karpfenangeln. Halt, da geht's schon wieder los. Und wieder ausgeschlitzt, schade. So, lassen wir einfach an der Stelle stehen. So, da kommt sie wieder hoch. Und die Grundrute piepst auch schon wieder. Also, hier ist Stress schon angesagt, Alter. Futtermische fehlt noch. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Futtermische ist, Moment, Schleie hatte ich sie genannt. Schleie, so, hier ist sie. Schleie Himbeere. Und da ist sie komplett auf Maisbasis. Mais mit reingenommen. Mais auch nochmal in den Komponenten mit drin. Dann habe ich hier magischen Hanf mit drin, ist ganz gut für Amure, aber auch schon mal für Schleie. Und eben ganz normal die Himbeere. Ist ja klar, wir haben hier Himbeer als Köder überall drin, also zweimal die großen Feed Pellets Himbeere mit drin. Warum jetzt hier den Hanf mit drin, warum überhaupt Schleie? Es werden hier an der Stelle zurzeit immer mal wieder auch Goldschleien gefangen. Und das ist natürlich der Hammer. Wenn wir hier die Chance haben, eine Goldschleie zu fangen, dann ran damit. Also ein bisschen nach hinten, wenn wir gut genährt sind, dann haben wir 20 Meter Reichweite, wenn wir auswerfen. Das heißt, wir gucken einfach mal. Zack, ja, kommt an der richtigen Stelle an. Zack, zack, zack. Ich habe gerade schon mal angeworfen hier mit 10 Bällchen. Deswegen schmeiße ich da jetzt nicht mehr so ganz viel rein. Und dann läuft das doch. Und dann heißt es hier eigentlich nur noch durchziehen. Dranbleiben, durchziehen, weiter gucken, dass man eben vielleicht ein bisschen rumprobiert, an den Vorfächern vielleicht nicht ganz so groß reingeht. Die Maiskörner, wie gesagt, die sind ja immer gleich groß, aber dann vom 4er-Haken bis zu einem 1er-Haken. Und ja, hier auch bei den Matchrouten gucken wir nochmal rein. Ich verwende hier gerade vom Weihnachtsmarkt Pomor Himbeere, Himbeer-Aroma, wie gesagt, und Himbeere als normale Boilies hier, beides sinkende Boilies, Himbeer als Dip. Das sind relativ kleine, die gibt es auch nochmal als 10er, könnte man auch machen. Relativ klein rein. Mono-Schnur hier als Vorfach, auch relativ dick, könnte man auch kleiner reingehen. Ich sag mal so mit 18 Kilo könnte das auch gehen. Also durchaus gar nicht so ganz übertrieben groß rein. Reicht auf jeden Fall, wenn man auf Schleie und Co. aus ist und eigentlich auch für die ganzen Fische bisher hier. So. Ich glaube, da geht wieder einer rein. Also es läuft nach wie vor nonstop, auch über 1 Stunde hier schon. Also 1 Stunde ohne Futtermische und danach mit Futtermische den Spot nochmal richtig schön aktivieren und weitermachen. Und auf Grund geht es auch wieder ab. Na, wo greife ich als erstes? Pose immer vor Grund. Ich würde sagen, wir ziehen die beiden nochmal raus und gucken kurz, wie es dann aussieht vom Preis. Jetzt auf allen 3 Routen. Jetzt will er mich fertig machen hier. Also wir versuchen mal. Okay, verhakt. Der war nix. So. Dann bleiben dann nur noch 2. Die 1 kann sich auch noch nicht entscheiden. Doch, jetzt, na klar. Jawohl, aber auch irgendwas Lüttes nur. Okay, die ziehen wir hier nochmal eben schnell raus. Zap, zap, zap. Jawohl, auf Grund auch nochmal eben hier nur auf dem Maiskorn. Und dann verkaufen wir mal eben jetzt hier. Knapp über 1 Stunde jetzt. Was sagt die Zeit? Ja, Stunde 9 Minuten. Also eine gute Stunde mal eben verkaufen. Aber eben auch eine Stelle, ja, die halt immer wieder funktioniert. Ne? Einer der 3 wichtigen Spots. Auch das wird natürlich erklärt in der Tutorial-Serie zum Karpfenangler werden. Wie das alles klappt und was man alles beachten muss. Na, mal eben nach Preisen sortieren. 270 ist doch okay. Anfangs noch ein bisschen Rumtesterei. Und wie gesagt, für ohne Futtermische gar nicht so schlecht. Und wenn man von vornherein mit Futter hier rangeht, macht man wahrscheinlich auch 300 plus. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen.
Und wenn du Bock hast, einfach mal bei Holzkern eine Kleinigkeit, eine Aufmerksamkeit kaufen. Link dazu direkt unterm Video. Bis zum nächsten Mal.